gaan oefenen. We hebben omvang met het luid nummer 39. Nummer 39. Welch wunderbar ist Gottes Werk, ist die Erde und das Meer. O Vater, uns den Glauben stärk, an die Allmacht hoch und her. O wie groß ist unser Gott, o wie groß ist unser Gott. Seine Gnadenhand segnet Meer und Land, oh wie groß ist unser Gott. Die wilden Wellen legen sich, wenn du Herr befiehlst mit Macht. Die Himmelsheere preisen dich, auf dein Wort sie haben. Unser Gott, oh wie groß ist unser Gott, seine Gnadenhand segnet Meer und Land, oh wie groß ist unser Gott. Er schuf einst durch sein Wort die Welt, wie die Berge groß und breit. Er spannt das hohe Sternenzelt, Blütenpark in Ewigkeit. Oh, wie groß ist unser Gott, oh, wie groß ist unser Gott. Seine Gnadenhand segnet Meer und Land, oh, wie groß ist unser Gott. O wunderbare Gotteslieb, größer noch als seine Macht, die seinen Sohn vom Himmel trieb, der die Sünder selig macht. O wie groß ist unser Gott, o wie groß ist unser Gott. Seine Gnadenhand segnet Meer und Land, oh wie groß ist unser Gott. Nummer 23. Nummer 23. Die Güte Gottes preisen soll meine Freude sein. Mein Leben soll beweisen, ich folge ihm allein. Ja, wenn meine Gnaden die ganze Lebenszeit soll mein Heiland haben, ihm sei mein Herz geweiht. Soll mein Heiland haben, ihm sei mein Herz geweiht. Der Güte Gottes denken an jeden neuen Tag und Mächtigkeit versenken, was sie an mir vermag. Gib Gott den Weg zu gehen, mit großem Glaubensmut, den Jesus mir erzählen, der Vater allein ist gut, den Jesus mir erzählen,
Guten Abend. Wie Lehrer, Schulkommentator, haben einen sehr schönen Tag gehabt. Mit diesem Mann hat viel Segnungen erfahren, viel Ruhe gekriegt, viel Mut gekriegt. Für die Schüler ist es eine Strafe ungerecht geworden, eine Schuld zu sein. Und für uns Lehrer ist es ein gesehen, erscheinen Tag, wenn wir können eine Schuld sein, für uns ungerecht nicht. Und besonders wenn nach Lehrerschaft wird und ich bei 50 Jahren Lehrer gewesen sind, einfach eine der Schuld ist dort, dann kriegt einer besonders ab nur so eine Mann aus dort und lässt sich wahrlich viel von der vertrauen. Und ich kijk met groot Iwa voorop voor deze avond. Ik glaube, wir wollen hier viel Segnungen erfahren. Das Thema jetzt am einflussreichen Menschen von der Vergangenheit. Und ich dachte mit nur, was von der Anleitung habe ich hier an. In der Bibel redet auch von einflussreichen Menschen. Ich nehme unsere Worte beispielsweise von der Bibel, von was auch einflussreiche Menschen gewesen sind. En mir kan ook Psalm te nemen uit de Bijbel. De eerste paar Beispiele waren uns uit het boek van Eerste Könige nemen. Eerste Könige vertelt de Geschichte van de Könige van Juda en van Israël. Nur dem wordt het direkt gespeeld weer als Salomo aufgefallen weer. Als hij dan niet starf, dan wordt dat land Israël in twee Gebiete gedeeld. Dan hebben we dan dat Noordrijk en dat Zuidrijk. Er ook Israel en Juda, dat zijn dan twee landen geworden. En dat gebied van Noorden, wat dan van weer Israël heet, dat had meestens Afrikaanse koningen. En de eerste koning, Jerobeam wil ik zeggen. De eerste koning Jerobeam. En wordt gezegd, wanneer du was een trouwe koning zijn, zei God tegen profeten aan, wanneer du was een trouwe koning zijn, wanneer mij was nu volgen, dan wil ik die troon vastzetten, zoals ik David zijn troon vastgezet heb, dat die nu komt schaffen, wat voor immer een dynastie blijven, een koningsfamilie blijven. En dan vertelt de Bijbel ons dat hij angst had, dat wanneer hij genig wordt en zijn noordelijke trek, eerst een tempel opstellen, naar een jata opstellen, dan wird zijn volk einmal naar de Kapital vom Süden gaan, naar Jeruzalem, dat weer dan zijn jenische trek, en dan wordt het meest voor zware Treffen naar David zijn nu komen schaffen, dat wil hij niet gaan. Zo, hij dacht zich uit, dan maar ik me hier zelfs een God uitdenken, dat mijn mensen kan hier naar God, naar een tempel voeren, en er steht, dat ze dan einmal nog waar treffen naar Jeruzalem voeren, waar de tempel weer. En hij möchte sich deze Berg Calva. Een noordelijke part van zijn rek en een zuidelijke part van zijn rek. En wat mij interessant is, van door wieder, wanneer dan niet een koning weer, dat weer een bloos een paar stek wat zijn jongens nakomenschaft weer, en dan weer dat meestal een andere familie bij, en bouwt nog een andere familie, en bouwt nog een andere familie, dat blijft maar niet in dezelfde familie, wanneer we alle allemaal afjagen. En aber jedes Mal, wanneer niet een koning non-komt, dan zegt de Bibel immer waar des König, der wandelt an de voetstappen van Jerobeam. Dat duidt ook zoals Jerobeam daar. Zo, einflussreiche Menschen. Die Entscheidung, wat Jerobeam door eenmaal merken daar. Merkt dat de Könige nu am immer, jeder een König, zei dat immer waren, de König, die dat krijgt, zoals Jerobeam gedaan had. En dat voor meer dan 100 jaar is dat. Ik zei meer dan 100 jaar, maar dan weer van ganz het stout. Waar we een Beispiel lesen, dan Eerste Könige 16. Hier weer een extra Schlachterkönig, de König Ahab. En Eerste Könige 16, vers 28, in een Badartig sagt het. Eerste Könige 16, vers 28, Badartig. Sagt het, und Omri legte sich zu seinen Vätern und wurde in Samaria begraben. Und Ahab, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. Im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte in Samaria 22 Jahre über Israel. Und ihr hört, wo an beschrieben wird. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war vor dem Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Es war noch ein geringes, dass er in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats, lebte. Und so wieder. So am Wort war er vergleicht mit Jerobeam. Bloß von diesen sagt er, dieser lebt bloß noch viel schlechter
Da wird Jerobeam, da wir noch mal was kleinet, im Vergleich was heute hat. Alle Könige zwischen Jerobeam und Ahab beschäftigt jedes Mal immer. Der dort auch Kriegs aus Jerobeam dort. Und für diesen sagt er bloß auch, der dort noch, da wird Jerobeam getan hat, da wir noch was kleinet. Weil gleich wir beschäftigt an den nächsten König, weil wir einmal blättern noch 1. Könige 22. Door de laatste 3 vers van het kapitel ook van het boek. 1 Könige 22, vers 52 tot 55. Ahazia, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria im 17. Jahr Josaphats, des Königs von Juda, und regierte 2 Jahre über Israel. Und er tat, was böse war vor dem Herrn, und folgte dem Weg seines Vaters Ahab und seiner Mutter Isabel, und dem Weg Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verleitete, und diente dem Baal und betete ihn an und erzürnte den Herrn, den Gott Israels, ganz wie sein Vater tat. War er am Wort beschrieben, der dort auch so Jerobeam dort. Und danach so seine Papa dort, so dass er dort allbeer ist. Einflussreiche Männer. Jeder einer von uns lässt einen Einfluss hinter sich. Entweder so ist Jerobeam dort, oder das Jeng dort. So, das ist eine Entscheidung, was Jerobeam merkt, dass er wird, das ist Kalver du abstellen. Dort merkt, dass rein alle Könige nur an. Da kriegst du deuten. Und dann hast du einen König, den wir nicht von lesen, den dein Gott an nächste Tät das Haus von Ahab uteruden, wenn das so abgeht, wie warst. Und dann wird er ganz treu, der deut Baal, all die Jahre von Baal uteruden, und auch Ahab seine ganze Familie brachte an. Und dann sagte er von an noch war, aber der Sinn von Jerobeam, der hält er dabei. Am Gegenteil fängen wir an Matthäus 1, wir vertalen ab erst Mittag was von das. An Matthäus 1 fängen wir die List von Jesus in der Verfahren. Und dann sagte du bloß einmal, dieser zeugt den, dieser zeugt den, dieser zeugt den. Und dann fingen wir an Vers 5, aber zum Beispiel, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Dort betont er noch extra, wer seine Frau war. Und wir wollten, wer Rahab war. Rahab war eine Hure, die ein Beisetleben führt, aber sie bekehrt sich zu den rechten Gott. Der Geschichte fingen wir an Josua. Und sie gibt an Josua mehrere Zeugnisse, was sie von dem Gott von Israel weiß. Sie weiß, dass der wahre Gott ist vom Himmel. Sie weiß, dass dort der Gott ist, was er hier gebracht hat und was er in den Sieg hat gegeben. Sie zeugt von ihrem Glauben zu dem wahren Gott. Da ist eine Entscheidung, wo Rahab du mögt, ich habe alle Leute dort reich, dass sie können verfolgen von Jesus. Sie wenig mal von dem ähnlichen Volk Gottes, sie wenig von den Israeliten. Und bei dieser Entscheidung, was sie mögt, dass sie können eine verfolgen von Jesus. Wahrscheinlich haben sie dann nicht gewusst. Sie haben bloß eine rechte Entscheidung in ihr Leben gemerkt und dort mögt so einen großen Einfluss. Und dann lesen wir dann eigentlich wieder, Rahab er jung, Rahab er, wo fingen wir das? Rahab er sehen, dass wir, okay, war wir das falsch lesen? Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Rahab er sehen wir Boas, und Boas zeugte Obed mit der Ruth. So war er, was er früher betont. Und Ruth, wir waren eine Fremde vom Volk. Sei wir eine Moabiten, und aber sei mögt Entscheidung, sie sagte, er ist Schwiermame, den Gott ist mein Gott und den Volk ist mein Gott. Da eine Entscheidung mögt dort, dass sie dann noch keiner anheim, und sich mit Boas können befrieren, und sie wird auch eine Verfolgung von Jesus. So, wahrscheinlich, sie haben nicht von das gewusst. Sie haben bloß an ihren Glauben durch ihre Entscheidung getroffen. Und sie waren eine sehr einflussreiche Person. Sie wie auch die Großmama, Urgroßmama von dem König David. Und dann an das Kapitel fingen wir dann auch die Geschichte von David. Er nahm sich eine Frau, die nicht seine wir, und aber die Buße war dort. In Krieg von der Frau kam dann auch der Messias. So, wir sind von der auch einflussreiche Person. Vielleicht nicht so diese Könige, vielleicht auch nicht so die Männer, was sie antworten von vertrauen, aber für unsere Familie merken wir einen großen Unterschied zum Beispiel. Vielleicht auch noch viel weiter als dort. Das sind die nahe kleinen Entscheidungen, was den ganzen Einfluss Unterschied merken, was wir hier lassen.
Rehabeam entscheidet sich, ich will hier zum Jahr abstellen. In einmal war wird gesagt, dieser lebt auch so als Rehabeam lebt. Am Wort verglichen, wenn sie jemand will vergleichen für einen abgöttischen Mann, dann wird er mit Rehabeam verglichen. Dann aber seine Frühe ist Ruth und Rahab, wird eine nahte Verse Entscheidung mehr, wird den großen Unterschied mehr. So, du bist auch eine einflussreiche Person, wovon Entscheidung merkst du? Weil wir beten. Lieber vor dem Himmel, wir danken dir für das Gelegenheit von dieser Ovis. Je öfter wir können uns Leben prüfen, was von Entscheidungen wir treffen, und je öfter wir von dieser einflussreichen Männer, was sie uns wollen vertrauen, dass wir davon können, was lernen. Möchtest du und diese Männer, die hier verbringen wollen, Gelotenheit geben und Weisheit, und sehnen und belohnen für die Arbeit, was sie tun. Amen. Die Lehrer wollen hier noch ein Lied singen, ein paar. Passende? Unter seiner Flügelschutz winkt mir süße Ruhe. Da ist Ruhe von Mühe und Sorgen, oh wie gut ist man geborgen. Unter seiner Flügelschutz winkt mir süße Ruhe. Unter seiner Flügelschutz, da ist Ruhe für mich. Süße Ruhe für mich, oh der Fried für mich, selige Freude für mich. Unter seiner Flügelschutz, süße Ruhe. Fried für mich, selige Freude für mich, unter seiner Flügelschutz. Unter seiner Flügelschutz wohnet der Fried, Friede, den kein Zweifel stillet, der Friede nie abführt. Unter seiner Flügelschutz wohnet der Fried, unter seiner Flügelschutz, da ist Fried. Süße Ruhe für mich, der Fried für mich, selige Freude für mich, unter seiner Flügelschutz. Süße Ruhe für mich, der Fried für mich, selige Freude für mich, unter seiner Flügelschutz. Unter seiner Flügelschutz lächelt selige Freude, Freude groß und unaussprechlich, Freude fest und unbeweglich. Unter seiner Flügelschutz lächelt selige Freude, unter seiner Flügelschutz, da ist Freude für mich. Süße Ruhe für mich, oh der Fried für mich, selige Freude für mich. Unter seiner Flügelschutz, süße Ruhe für mich, oh der Fried für mich, selige Freude für mich. Unter seiner Flügelschutz. Oft nach jedem Nachtgewühl, wenn ich mich so einsam fühl, denk ich an mein ewiges Heim von Gott erbaut. Wenn die Kämpfe schwer und lang und mein Herz ihr Heimweg raubt, winkt von ferne mir die Heimat lieb und traut. Oh, ich wünsch, ich wär schon dort, in dem schönen Himmelsort, möchte Jesus meinen lieben Heiland sehen. Ach, dann komm ich nach Haus, mich schon gerne ruhen aus, dort mit jedem seligen Engel
Anfechtung und Versuchung je und je. Dort im Himmel singt nur weiß von Schmerzen keine Spur, fern von allem Leid und jedem Erdenweh. Oh, ich wünsch, ich wär schon dort in dem schönen Himmelsort, möchte Jesus meinem Leben heilen sehen. Ach, wann komme ich nach Haus, möchte gerne Ruhe hinaus, dort mit jenen seligen Engeln im Verein. Hier sind Kämpfe schwer und heiß und wie lang man niemals weiß, Satans Mächte sind beständig uns her. Doch im Himmel da ist Ruhe, oh, wie sehn ich mich dazu, meine Zukunft glänzt mir golden klar und hell. Oh, ich wünsch, ich wär schon dort in dem schönen Himmelsort, möchte Jesus meinem Leben heiland sehen. Ach, wann komme ich nach Haus, möcht schon gerne Ruhe hinaus, dort mit jenen seligen Engeln im Verein. Dort mit jenen seligen Engeln im Verein. Goedenavond aan jullie allen. Dat is een verrecht hier in jullie met van jou te zijn en jullie te begrijpen. Zoals broeder Fernando al zei, zij hadden een leerrijke schijne gezien de dag gehad en zo hebben we ook. We vereinen ons hier mank te zijn van deel. En zo zal gezegd worden, Geschichten te hören von Menschen, die uns beeinflusst haben und vielleicht auch noch beeinflussen können mit ihrem Leben. Die Brüder wollen uns hier diese Geschichten zu sich wollen vertalen. Der eine dort ist ein Bruder Howard Bean, der kommt von Ontario, vielleicht so ein Dreiviertelstunde auf von Elmer, Ontario. Er ist dort ein Schullehrer, all im 46. Schuljahr. Der hat noch einmal unterrichtet, er ist der Älteste von unserer Gemeinde dort und er ist auch ein Schreiber. Der zweite Bruder dort ist ein Bruder Jonas Sauder von Lancaster, Pennsylvania und hat 40 Jahre unterrichtet in der Schule. Der hat nun nicht mehr in der Schule unterrichtet, aber der hat noch einmal Lehrer bei uns unterrichtet. Und diese Brüder wollen uns so sich dann Geschichten vertellen und ich werde dann proben, dass Gott ihnen helfen, die Übersetzen für dich, wo der englische Sprach noch nicht ganz so zu verstehen ist. Alex, Brother Howard. Good evening. Good Abend. One person that has influenced me, and I think all of you, Einer, wat ik geloof, dat mij en ook alle van jullie beïnvloed heeft, is Menno Simons. is Menno Simons. Let me tell you a few stories about him. Ik wil gleich een aantal geschichten van dem te vertellen. He was a Roman Catholic priest, but he was converted. Hij was een katholische priester, maar die bekeert zich. Soon there was a huge reward on his head, En daarmee weer een grote beloning, wanneer zij werden irgendwie aan het vastnemen. for anyone who could help in his arrest. Wer aan dan worden vastnemen kan. He wasn't a martyr, Hij was niet een martyrer, but he was on the run for 25 years. maar zo bij 25 jaar moest hij op vlucht zijn en ze weer aan hem hingen. There was a man who attended the Anabaptist meetings. Da wie ein Mann, wat die mennonitische oder die evangelische Versammlung, die anabaptistische Versammlung beiwohnen da. This was in Holland. Das war in Holland. Anyway, this man decided he'd like to earn maybe $100,000 or so by turning in Menno Simons. Die dacht so, hier würde ich een Teil Geld, vielleicht $100,000 verdienen, mit diesem Menno Simons helpen vast te nemen. He had a good idea where Menno would be.
Hij wist nur, wo Menno Siemens would zijn. So one day, as Menno was rolling down the canal in Amsterdam, Een dag was Menno Siemens verleng een van de kanals in Amsterdam op zijn lam Rudendijn. here he saw this informer, and we'd call him the policeman, coming towards him. Daar zag Menno Siemens dus wat hem er wil vastnemen. En ook een policeman die zag door hem overstonen hoe hij aan het gang kwam. He thought, this is it, they're going to put me to death. En hij dacht, nu willen ze mij nemen. But he kept his head down. En willen mij te dood merken. Hij deed zijn kop eraf. They passed on the canal. Ze kwamen wieder deze mannen voorbij op den kanaal. Menno beached his boat as soon as he could and ran for his life. Menno Siemens, zo voet als het ging, rodelde hij naar over aan de andere kant en ran voort. And he heard the informer shout, "See there, the bird has escaped us." Dan heeft den Jan aan de kant gezegd, kijk maar, het veel is ons uitgevlogen. Why didn't you tell me sooner? Dan zegt de policeman, waarom zei ze me niet eier? The informer said, I tried to, but something held my tongue. En dan zegt hij, ik proefde, maar door weer wat mijn tong vasthield. Sometimes Menno did some very risky, although courageous things. Manchmal deed Menno Siemens ook wat nog brave dingen. He longed for people to know the truth and to believe it. Hij had een verlangen, mensen zullen de waarheid weten en geloven. One day he walked up to a church door and there was a big sign saying, "Wanted, Menno Simons, $100,000 reward." En een dag ging hij naar een van de katholische kerken en zag er een groot onder die oorje schreeuwen, Menno Siemens wel wie beiden $100,000 uitverdienen. He went into the church and began to talk to the priest there. En dan ging hij op een kerk aan en dan reed hij met de priester. Told him to repent of his sins and believe in Jesus. Hij zal zich bekeren en Jezus geloven. Follow the scriptures. De schrift nu volgen. Priest said, "Who are you and who sent you here?" De priester zei, wie bent u, wie heeft die hergesteld? Menno said, "I'm a servant of the Lord and he sent me here to talk to you about your soul." Zegt hij, ik ben een dienaar Gottes en die heeft mij hergeschikt dat ik die zal van die zeil aanreden. Then Menno turned around and went out. Dan ging Menno uit. Another time Menno walked into a village church. Einmal ging Menno Siemens ook in zo'n dorp in een katholische kerk aan. And he went right up to the priest. Hij ging naar een priester door. Started talking to him about Jesus and about salvation and what the Mass or communion really means. En reden van Jezus, van heil en wat dat katholische, wat dat overal werkelijk maar meinen die niet zoals de katholische dat hadden. Menno was well aware of the errors of the Roman Catholic Church, and so he talked to him about those. Menno wist de Fehler, de falsche Lehren von der katholischen Kirche, und reden des Priester davon Well, an. this took the priest by surprise, but it made a deep impression on him. Des Priester wisse, die wir ein bisschen erschrocken, aber da merken Eindruck auf ihm. I believe the priest gave his heart to the Lord and joined the Anabaptists later. Maar het is dan bekeerde de Priester zich en sloot zich ook de Wiedertäufer an. He was a man who loved others. Hij had een lief voor anderen. When he went to northern Germany in a place called Wismar, Hij trok naar een stad in noordelijke Duitsland. he had a little more freedom there. Wismar, daar had hij een beetje meer vrijheid. And this city was on the Baltic Sea. Deze stad werd door op Baltische Meer. During the winter, a boatload of people got into the Wismar harbor. En een winter, da werd een ganze schap vol Menschen, wat door am Hofen schap naar gekommen wären. They were refugees from England who were driven by persecution there. Da wären Flüchtlinge von England, die wären door während Verfolgung angekommen. The ship was frozen in the ice. Das Schap wir ist door eingefroren. The mayor and the rulers of Wismar refused to help them because they were followers of Luther. En de Beamten von Wismar wollen diese door nicht haben, weil diese Menschen, da wären lutherische. And the refugees were followers of Zwingli. En de Flüchtlinge wären aber so eine wat Zwingli nofolgen deiden, zodat da wären jener so. Even though the followers of Zwingli were responsible for much persecution of the Anabaptists. En deze van Zwingli, die hadden de Wiedertäufer sehr auf Eier verfolgt. Menno thought he and his congregation should try to help the refugees. Menno und seine
Versammlung dort dachten, wie sollen diese Flüchtlinge behalten? So they gathered up food and clothing and money and took it out to them by sled across the ice. Dann nahmen sie Eten und Kleider und Geld und am Schleden und dann eben am Eis brachten sie dort um Schab an. Another canal story. Noch ein Kanalgeschichte. He was traveling by canal in Holland, Menno Siemens, wir waren am Lamm, auf dem Kanal in Holland. and some soldiers came along the canal. Während wat Soldaten kamen dort den Kanal. The soldier said, "We're looking for Menno Simons. Is he on board?" Und dann sagen die Soldaten, wie seht ihr Menno Siemens, als hij hebt so Lamm. The boat was near the bank opposite the soldiers. Dat Lamm, die wir da an der anderen Kant von Eiwa, an der anderen Kant von wo die Soldaten wären. Menno quickly gathered his things and jumped onto the shore. Und Menno, die nahmen seine Sachen, hupst Eiwa ab. He called back to the pilot of the boat. Dann seht er den, wer die Lamm da anleiten deit, wer da führen deit. Tell them you're sure that Menno Simons is not on board the boat. Dann seht er, so seid ihr Soldaten mal die beste Sache, Menno Siemens, als nicht ab dort Schab. Menno hurried down a narrow street and was able to find a good hiding spot. Menno Siemens rannte irgendwo verlängerte Gas und konnte sich dann mit der Zeit verstärken. Before the soldiers could go around by a bridge and look for him. Als die Soldaten kommen, eben am Kanal kommen, dann gerieben. Another time when Menno was in a secret meeting, Einmal wir Menno Siemens in eine Sitzung, eine Kirche andacht, wo das auch im Geheimen war. he was sitting on a barrel of molasses. Dann seid er da auf einer Tonne mit Molasses. And they warned him that the authorities were coming. Und die deuten am Warnen, die Angestellten, die von der Regierung, die kommen, die wollen die nehmen. In his hurry to escape, he partly fell into the molasses barrel. Und als er probt uit te steken, dan vallen poortwiesen die Tonne Molasses nach. But he was able to slip away. Aber ich konnte weer nach voetrutschen. So for 25 years, Menno was on the run, Voor 25 jaar wie hij zo op de vlucht. never living one place more than 6 months for those first years. Während die ersten Jahre niemals mehr als 6 Monate op een steed. In his latter years, he had a little more freedom, De latere jaren had hij een beetje meer vrijheid. and he spent a lot of time in writing. En hij had ook veel schrijven. That was God's protection and grace to a man. Da wir Gott zijn schutz en zijn genade aan een man. Now for a story about a woman Nu van een geschichte van een vrouw. and God's grace to her. En God zijn genade aan haar. His grace was shown to her by saving her soul. De genade wordt haar gewezen. Als God deed ihre Ziel raden. This woman called Hadwick was imprisoned. En deze vrouw Hadwick, die wir im Gefängnis gestalt. She so dreaded the interrogation, the questions that were going to come, because she couldn't read or write. Sie wird sich, wenn sie würden aufrühren, wenn ihren Glauben wird, sie können nicht lesen und nicht schreiben. But she was a sincere soul, and she prayed earnestly to the Lord that He would help her. Aber sie will ernst helfen, die doch ernstlich beten zu Gott, dass er ihr helfen wird. She was in prison one night, Eine Nacht wir sie im Gefängnis, and as she was praying, und während gebet, she heard her name, Hadwick. hielt sie eine Stimme, Hadwick sein. She looked around and couldn't see anybody. Kijkt ram, zag aber keinem. Second time, the voice came, Hadwick. Dann zweite Mal kam die Stimme noch weiter, Hadwick. She was puzzled. Und wir haben bet She so, kept praying. und zag aber keinem, und bet wieder. Then she heard, Hadwick, I tell you, come out. Und dann hielt sie, Hadwick, ich sage dir, komm da raus. And the door was open. Und die Deur wir beopend vom Gefängnis. She went out and hid in a barn and later was able to escape by a boat. Sie können sich dann verstärken durch einen Stall ein Stückchen, dann auf eine Lamm und dann können sie weg. Many of your forefathers and my spiritual forefathers, however, gave their lives. Viele von unseren Vorfahren und auch von seinen geistlichen Vorfahren haben ihr Leben in Holland hingelassen. For example, a man called Michael Seifensider. Da wir ein Mann mit dem Namen Michael Seifensider. He was sent on a missionary journey, Er wurde auf eine Missionsreise angestellt. went to Vienna in Austria, Die ging nach Wien in Österreich. lodged at an inn there. Die wir da mit so einem Hotel. While they were eating supper, the men around wondered who these men were that were with Michael. Und während sie da umgesessen haben, die Männer da rum, die wurden nicht wer Michael und seine Kameraden wer die wären. They figured they could figure out what sort of people they were by having a drink, an alcoholic drink to them. Und sie dachten, wir wollen das gerne ausfinden,
of die wollen Storche trinken. These Anabaptists did not return the drink. Diese Wiedertäufer, die nahmen nicht den Drink in So der Storche. the host said, go and get the police. I think we got some Anabaptists here. Dan zei de Wirt van dat hotel de politie holen. Wir sagen, wir haben hier Wiedertäufer. You see, the early Anabaptists did not drink alcohol. Die Anabaptisten, die deden nicht Alkohol trinken. And so all three of those were put to death. Na worden de Seifenzeider und die andere dann hingerichtet zum Tod. Now, the man who lost his life for his faith was Joris Whippy. Na wir noch einer, wenn sie glauben, sein Leben haben heeft, na wir Joris Wippi. He was sentenced to death by drowning. Dem wordt hingerichtet, dem wurde sie im Botchaft, dort wurde verdrinken. They drowned people in a barrel. Dat is in een ton. The executioner said, no, I can't do this. Dan zei hij weer dat zal onstellen, sagte dat kan ik niet doen. Said, how can I put to death a man that's never done anybody any harm? Dan sagte, wo kan ik zo'n te dood brengen, wie nog niemals wem wat schulden He's fed my wife and my children many times. I can't do it. Die have voor velke mijn vrouw en mijn kinderen gefeit. Dat kan They ik looked niet for doen. 7 weeks until they found a thief catcher who would do it. Voor 7 weken moesten ze zeker met einem vingen, die weer dat kunnen doen. He gave his life for the Lord. En hij heeft zijn leven voor Christus gehad. I'd like to tell you about a man who had a great influence on many people. Een man wat een veel invloed had op vele mensen. He was a man born in Germany in about 1700, In 1700 jaar werd hij geboren in Duitsland. and he traveled to Pennsylvania, En hij reisde naar Pennsylvania in de States. and there he became a school teacher. En daar werd hij een schoolleraar. His name was Christopher Dock. Christopher Dock heet hij. Christopher was known as a teacher who had an extreme love for children. Christopher werd gekend als de zoon wat zeer kinderen rekenen deed. And everything that he did with his students was motivated by love. En alles wat hij deed, dat had het zwaak van lief. His students respected him, De studenten die achten hem. and the parents were very happy with the results of his teaching. Elderen werden zeer moedig met wat hij onrechten deed. Some of Christopher's methods were very unusual for his time. Adlige van zijn methoden van onderricht werden zeer buitengewöhnlich voor zijn tijd. For one thing, he believed that all children should have an opportunity to learn. Hij geloofde dat alle kinderen zullen gelegenheid hebben te leren. In those days, there was no government support for school, Zu der Zeit wäre nicht Regierungsunterstützung von Schulen. so any teaching that was to happen had to be started and supported by the parents. Dat wordt dan van Elderen angefangen. And so Christopher taught in several Mennonite schools for many years. Hij deed in adlige Mennonitenschulen mehrere Jahre unterrichten. And he believed that if parents couldn't afford to pay for the school En children, hij geloofde aan Elderen dat niet kunnen dat geld te hand stellen, dat de kinderen naar de school gaan. there should still be provision made for these children from any family. Daar zullen de kinderen kunnen toch naar school komen. Many teachers in those days were very quick to use the rod on children. Leraars te der tijd deden zeer veel de route brokken aan kinderen. If children made mistakes or couldn't learn their lessons, they would spank them very readily. Wenn die Kinder Fehler machen deden oder nicht können ihre Lektionen vollbringen, dann wurden die gestraft. Christopher believed that the rod was a very poor motivator for learning. Christopher dacht dat die route wie een slechte motiverer om dat leren. He did recognize that the rod must be used sometimes. Hij wist dat die route moest manchmal gebruikt worden om strafen. He wrote that the rod is a means of preventing wicked outbursts, Hij zegt dat die route is doordat kinderen niet worden slechte dingen uitoefenen, but it can't really change the stubborn heart. maar dat kan dat nekse hart niet ändern. Only the grace of God can do that. De genoot Gottes alleen kan dat.
And discipline his discipline was very tied to the character of his individual students. En de discipline voor ieder kind dat wordt aangeëigend naar de karakter van dat kind. He tried to study the disposition of his students and recognize who was more bold and who was more timid. Hij probeerde zijn kinderen te verstaan, de eigenschappen wat die hadden. And he treated them accordingly. En hij deed hen dan ook door behandelen. And he focused on the heart and the will as much as he did on the mind. Hij had ook ziel op dat hart en den willen, niet bloos aan dat verstand, dat denken. He taught his pupils to be Christ-like in their behavior. Zij zullen christelijke kinderen zijn. And he prayed for his students by name at the end of each day after they went home. Na jeder schooldag dan deed hij voor zijn kinderen beim Namen beten. He was concerned with the way his students spoke, with their hygiene practices. Hij was bezorgd, wo sie reden deuten, auch wo sie physisches Benehmen hadden. With their attitudes towards each other. Ihre Einstellung zu einen anderen. And he cultivated a feeling in his students of belonging to the group, to the school. En dat zullen die kinderen voelen zich gehoorden tot de schoolgroep. He also taught them to pray properly. Hij leerde ook beden zoals het gehoord. He taught them that some things like truth and love and affection have life in them and lead to life. Hij leert dat zo'n dingen als waarheid en lief die gaan leven aan zich en die leiden ook zum eeuwig leven. And things like hate and envy and lying have death in them and lead to death. En zo'n dingen als leien en haat en nijd gaan dood aan zich en leren en leiden ook af zum eeuwigen dood. Well, after Christopher taught in Pennsylvania for 10 years, Als hij schon 10 jaar onderricht in Pennsylvania, he stopped teaching and started farming. hier op met school houden van kon te akeren. And for 10 years he farmed. Voor 10 jaar deed hij akeren. But some of his friends started telling him, Alle van zijn vrienden zeiden dan aan opa, they said other people can farm, zeiden anderen kunnen akeren. but very few people can teach like you can teach. Maar hij zeiden, weinig kunnen zo onderrichten als u. Won't you please teach? Bitte, da willen onderrichten. And so Christopher went back to school teaching again for the rest of his life. Dan vond Christopher waren aan school te houden van hem eng zijn leven. And he once wrote Hij schreef, that I neglected teaching for 10 years, sagt hij, verziemd voor 10 jaar in onderricht te geven. for which I often felt the smiting hand of God upon me. En ik voelde ook vaak God zijn strafende hand op mij. He said, may the Lord graciously overlook my neglect of the youth during that time. En dat God hem wordt genediglich zijn schuld überseinen. So he went back to teaching and taught at 2 different schools. En dan deed hij in 2 verschiedenste scholen onderrichten. He taught at one school Monday, Wednesday, and Tuesday, Montag, Dienstag, Mittwoch in eine Schule. and the other school Thursday, Friday, and Saturday. En in een andere school dan Mittwoch, donderdag, vrijdag en zondag. And he used some unusual methods in his teaching. Verschiedenste methoden wat hij dan benutzen deed. Sometimes he would bring a newspaper to school and use that as a teaching tool. Manchmal braucht hij eine Zeitung als een Weg vom Unterricht. And he also had his students write letters to each other between the 2 schools. En hij deed ook dat die kinderen van eine Schule worden brief schrijven naar die kinderen van de andere Schule. And this helped the student gain practice in writing. En daarmee eifden die kinderen schrijven. And also they learned to know a friend in another school. En die leerden ook kinderen aan de andere Schule kennen. Well, there was a printer in the area. Er was een drekker, een buikdrekker in de omgeving. And he said, Christopher, you were so successful that you should write down some of your methods so other people could benefit from Hij it. zei, waarom schrijfst u niet maar die methoden op, wat zo erfolgreich zijn voor andere mensen? Christopher was a humble man, and he said, no, I don't want to do that. Christopher werd demütig en zei, dat wil ik niet doen. He didn't want it to look like he was some person with any special skill.
hij wil nicht so angesehen sein, wann hij besonder wird. But finally, he agreed that he would do this. Endlich zei hij würde tun, But he said to the printer, "You must promise not to print it until after I've died." aber die Drecker so versprechen, dat soll, hij würde het abschreiben, aber dat soll nicht gedreckt worden, but nur seinem Tod. And so he wrote down his methods. En hij deed het dan abschreiben. And it wasn't until 19 years later that they were printed. 19 jaar later worden die dan met het titel gedrukt. And finally, just a year or so before he died, it was printed. Vielleicht een jaar oder so, eer hij starf. And, Dan leidt hij dat toe. and so it was his book on school management was published in 1770. In 1770 jaar wordt dat boek gedrukt. It was the first document ever published on pedagogy in America. Dat weer het eerste boek aan kinderbelering, schoolbelering in de States. Some of his suggestions are included to this day in a little booklet that Christian Light publishes. Deze, wat hij geschreven heeft, dat kan hij vandaag nog in een beetje lezen, wat nu gedrukt nog worden. One evening, Christopher did not return home from school to the place where he was staying. Een avond kwam Christopher niet naar huis van de school. And they finally went to the schoolroom to see where he was. En dan gingen ze maar kijken waar hij blijft. And they found that he had died on his knees. En ze zagen hem daar op knieën im gebed, aber wie gestorben. They assumed that he was praying when he passed away. Geloven hij wie im gebed. And so Christopher was a person who's well remembered for being a schoolmaster. En wordt aangezien als een schoolmeester. He really mastered his school. Hij deed zijn schoolmeester He mastered his students. en ook zijn schüler. He was more concerned about students' motives than their actions. Hij had ook alle oorzaken en gedanken als bus wat zij deden. For example, if a student used bad language, he would first try to determine whether the student knew what he was saying. Ten Beispiel, wenn ein Kind für schlechte Wiederbrücken will erst uitvinden, ob er verstand, was er gesagt hat. If the child didn't realize what he was saying, Christopher gave him some instruction and told him not to repeat that. Und wenn er das nicht verstand, was er gesagt hat, dann wird ihm das erstmal ungerecht belehrt. But then if he persisted willfully misbehaving, then he used firmer punishment. Und wenn das Kind aber wieder das deed, dann musste er dem strafen. Christopher also encouraged the parents to give the students a little prize if they reach the next level in their school. Und die Eltern, die werden auch bemutigt, sie sollen das Kind ein bisschen belohnen, wenn sie an die nächste Schicht kommen in der Klasse. And he sometimes drew little pictures of flowers or birds to give to his students. Manchmal deed er auch Bilder malen und dann mit den Kindern mitteilen. He was also famous for his Frakturschriften, which he would produce to give to children. Frakturschriften oder so eine Scheinschriften, da hat er auch viel getan. He also asks questions to determine the students' level of understanding to help them think. Ook dat viele Kinder, viele Frauen stellen zijn of ze verstaan en worden aandenken aan wat zij horen oder lesen deiden. So Christopher was one of these people who served the Lord well. Hij deed God dienen, Had a great influence on many students. een grote invloed aan velen Was a great blessing to the parents and the whole community. en grote zegen aan velen. May the Lord give us grace to also influence our communities like Christopher did. En we mag God ons ook de stad genoeg schenken. Now, for a few stories from Russian Mennonite history. En van de Ruslands Mennoniten-geschichten, About a man who had a great influence on Russian Mennonites. einer wat een grote invloed had aan Ruslands Mennoniten, Canadian by the name of Jacob Weishaupt. dat weer een Jacob Schanz. He helped the Russian Mennonites to come to Canada in the 1870s. Hij hielp ons Rusland Mennoniten in de 1870 jaren van Rusland naar Canada komen. And from there, many of your forefathers came here to Mexico. En vandaar zijn vele voorvaderen dan ook hier naar Mexico gekomen. His last name is Schanz, and there are, I understand, a bunch of places here in Mexico called Schanzenfeld. En daardoor hebben we de dorpsnoemen Schanzenfeld. Pretty sure it's named after Jacob Ja, Weishaupt. dat is van deze
Mon Jakob Schanz He was a verneint. relative of mine. Dat wir ein Vorfahren groß von Arm. He married Barbara Bean, and my wife's name is Barbara Bean. Hij bevriend zich met een Jalman noemen Barbara Bean en zijn vrouw heet ook Barbara Bean. But he married Barbara 150 years before I married my Barbara. Wel 150 jaar eier hij zijn Barbara bevriend. Well, he came from Kitchener, Ontario. Hij woonde in Kitchener, Ontario. He was a farmer. Een farmer, He owned a sawmill. had een zeilmeel, He had a big button factory. had een fabriek waar ze knijp maken. And in 1872, he felt very sorry for the people in Russia who were being forced into military service. In 1872 wir dort schwierig, Sachen dort schwierig, wo ans Russland Mennoniten in Russland wordt neergedreven, wie sollen onze mensen zullen Militärdienst Or doen. at least non-combatant service, Oder sollen wenigstens Militär which mithelfen. was the basic reason why they moved to Canada and to the United States. Das ist die Ursache, warum onze mensen dan So- in Kanada und steeds streiken. There was a Russian called Workington, Da wir in Mennoniten am Namen Workentin, and he was representing the potential Russian Mennonites from Russia to emigrate. en die probeerde ze Mennoniten van Rusland ook mee te helpen, dat ze kunnen naar Canada komen. So they went together to Manitoba to check things out. Die kwamen naar Manitoba, Canada, om dingen na zijn. Shantz was sort of representing the Canadian government who wanted settlers in Western Canada. Chance die kanadische regering vertreten, wil die wil Ansiedler haben in Canada. And the Canadian government published a pamphlet that he had written about his travels there to Manitoba. En de regering deed ook zien de dingen wat hij in Manitoba beleefd had, deden ze opschrijven in zo'n bladertjes te verdelen, zodat Mennoniten zich dafür interesseren. Had several 100,000 copies made Meer dan 100.000 kopieën, to try to get people to come to Canada. zodat mensen willen naar Canada komen. And Shantz pointed out that in Canada you could have blocks of land, En Sean zei hier in Canada kunnen ze die Mennoniten alle een beetje op kolonieën zich handzaten. plus free land, Land umsonst. and more land for $1 an acre. En dan nog meer land nog her van $1 een akker. Living in Canada, they'd be free from military service, Vrij worden ze zijn van militairdienst. and they could speak German. En ze konden die spraakbrukken. And so this Mr. Shantz made 27 trips, about 2,000 kilometers at a time. 27 reizen heeft dus Chance gemerkt van 2000 kilometer jeder reis. To help 7,000 refugees from Russia to get settled. Deze 7000 Mennoniten van Rusland naar Canada, naar For the Manitoba first te ones brengen. that came, he set up tents and made some sheds. Ja, de eerste deden ze zelten en ook wat spijkers opstaan, waar die kunnen dan on je dak zijn. He also had a line of credit from a Canadian bank of $100,000 that he used so that the Russian immigrants could buy En zag ook dat geld dat die Mennoniten kunnen geld lenen, zodat ze zich kunnen die zaken kopen wat er fehlen deden beim Ansiedlen. supplies and horses and so on. Verschiedenste wat er dan wird fehlen. He also got an organization going from Ontario, Da wir auch eine Gesellschaft in Ontario, die hij dann gründen, which is where he was from and where I am from. wo hij dann wohnt und wo Howard dann auch von ist. And so there was a loan of another $100,000 that he administered. Da wir dann noch einmal eine Schuld gemerkt, wo hij überkicken deed von wie $100,000. That the Canadian government made, Die Regierung deed dat aanbiedende Geld, and which was guaranteed by the Mennonites of Ontario, which is my background. en die Mennoniten von Ontario, von wo hij dan nu kwam, die deden dit onderschreven. He was happy to see that by the time he died, that all the debts had been repaid. En als starf, dan werden dan alle Schulden teruggetoeld. Now let's go forward to the 1920s and 1930s in Russia. Nu willen we naar de 1920 en 30 jaren in Rusland There gaan. was a school teacher there by the name of Johann Martens. Daar was een schoolleraar, met naam Johan Mortis. And he was a school teacher, and he had 10 children. Een schoolleraar met 10 kinderen, wat zijn ene kinderen waren. But he had trouble having enough money to support them, even though he was the head of the educational district.
Er hat Schwierigkeiten, seine Familie verstehen, wann er auch Hauptwehr von einer ganzen Gesellschaft von Lehrers. During the days of terror during the Communist Revolution in 1917, Während der kommunistischen Revolution in 1917 in Russland, Johann was pursued by Makhno. da war das, Johann muss flüchten wegen Machnov, dort wird ein Bondlehrer. He fled on foot, but he promised God that if he got away, that he would respond to the call to the ministry. Und er muss flüchten, aber der Gott versprechen, wenn Gott ihm wird raupen aus dem Prediger, dann er würde dann auch tun. And later that year, he was elected as preacher. Lothar dort Jahr wurde er als Prediger dann gewählt. 1924 as elder. 1924 als ein Ältester. He was a bit reluctant because he knew the hardship to his family and the danger that he was in. Er wehrt sich dort im Bett, wird schwor sein für seine Familie, auch mit die Gefahr, die er bringen an Armen seine Familie. A year later, he attended a meeting of Mennonite ministers in Moscow. Ein Jahr Lothar, wie er mit anderen mennonitischen Predigers in Moskau auf eine Versammlung taub. Sometimes called the Second Martyr Synod of Anabaptists. Da wird manchmal die zweite Martyrer-Konferenz von Mennoniten genannt. Of the 86, 18 were able to get to North America. Von da wir 16 die Predigers von der können, how many? 18 out of 86. 18 können schließlich bei der States kommen. All the rest were put in prison and either banished or killed. Die Ewige waren alle entweder in Gefangenschaft, gebannt, verbannt oder umgebracht. Johann did have a couple married daughters that made it to Canada. All die Versine Deichte, befriedete Deichte, kämen nach He wasn't Kanada. able to get to Canada because he had one daughter that was physically disabled. Er konnte nicht nach Kanada kommen, er hat eine Tochter, die wird krepelt. These now is in the days of communism and the screws were being tightened on Christians, Und da musste ein Kommunist dann sehr leiden, especially German Christians. besonders Deutsche. So they raised the taxes on pastors. Und besonders den Tagswort an deutsche Predigers abgelegt. Then in 1929, Johann and his family were loaded onto a truck. In 1929 wurde seine seine Familie auf den Trocken abgesagt, They were taken to a village. nun Darb genommen. They were allowed to grow vegetables there, but they were not permitted to harvest them. Die können Gereins ackern, aber sie können dort nicht äfsten. A couple years later, his family, including 2 children, were packed into railroad cars, 2 Jahre später wurden die ab Zugkorn abgetan, along with 2,000 other Russian Mennonites, mit 2000 anderen. went on a journey for 10 days to the Ural Mountains. Eine 10-tägige Reise durch die Boy. There they were forced to do back-breaking work, Da mussten sie sehr schwer schaffen. cutting trees and hauling logs. Sie mussten da ein Boot schaffen, mit Beimdosäuen und Stamm Johann's rüberbringen. health deteriorated. Seine Gesundheit wurde schlimmer. His wife had to walk 20 kilometers to get food supplies. Seine Frau muss 20 Kilometer gehen am Eten One zu time when holen. she was carrying a heavy sack, that was 20 kilometers, she felt a pain and she was paralyzed ever after that. Und einmal als sie einen schweren Sack drehen, dann mit Eten, dann mit einmal even voller wird und dann wie sie ewige Lebenszeit gelähmt. Because of their poor health, they were allowed to return to their original village. Mit der Zeit, während sie, weil sie so krank wären, nicht so ungesund, können sie trägt nur Darb But kommen. soon Johann and his sons were arrested as political prisoners. Und dann wurden Johann und seine Sehens festgenommen als politische Gefangene. They were never heard of again. Niemand mehr von gehört. Maybe Siberia, Vielleicht Sibirien, more likely a firing squad. vielleicht für eine Flint umgebracht. 80% of Germans were shot to death. 80% von den Deutschen wurden auf diesem Weg umgebracht. Despite persecution, their faith was strong. Auch wenn sie diese Verfolgung hatten, wie Glauben stark. Johann is representative of thousands of Russian Mennonites. Das Johann als bloß ein Dutzende Russlands Mennoniten so steht. Some of whom were still, the descendants of whom some of my friends who are as missionaries in Ukraine would have met. Alle von meinen Freunden, die nu Missionaren sind in der Ukraine, haben alle von dieser Nachkommenschaft getroffen.
The other man I'd like to tell you about is Michael Sattler. Michael Sattler würde ich gleich von te reden. Michael was born around the year 1500 in the Black Forest area of southwest Germany. Wie geboren in 1500 ungefähr im Schwarzwald, Deutschland. He grew up and became part of a Roman Catholic monastery. Hij wordt een Mönch in een katholische, als een priester een beetje te zijn. But as he eventually studied the Bible and especially the Apostle Paul's writings, En dan, während hij de Bibel, besonders Apostel Paulus, seine schrijven studieren deed, he became convinced that many of the practices of the Roman Catholic Church were not scriptural. En damit zag hij dat vele van de dingen wat de katholische gemeente deed, die waren niet schriftlich. And in particular, some of the practices of the monastery were not scriptural. En besonders zo'n wat zij door als priester even deden, waren niet schriftlich. And so he left the monastery Hij verliet dan zijn priesterambt. and he married Margarita, who had also been part of another type of monastery. En bevriend zich met Margaretha, wat een beetje een nonne geweest was. And in 1526, he was baptized as part of the Swiss Brethren. En hij wordt getauft een beetje als van de Schweizer Brüder, als Mennoniten zo te zijn, in jaar 1526. The Swiss Brethren had just been started in Switzerland just a few years before that. Dit weer een nieuwe beweging, nog maar ganz kort aangevangen. Michael was a person who was trained in the scriptures. Hij was bekend in de schrift. And so sometimes he had debates with Protestant reformers. Manchmal had hij onderhoudingen met van protestantische leider. About some of the beliefs that were unscriptural that they were practicing. Wegen dingen wat zij deden wat niet biblisch waren. But Michael found out that actually some of the Anabaptists in Europe also had unscriptural practices. Wij zagen dat vele van deze wat zich als Mess, Mennoniten talen, hadden ook Eivungen dingen wat niet biblisch waren. In those days, to be an Anabaptist really meant that you were someone who were baptized as an infant, but then you also were baptized again as an adult. Wat als Anabaptisten betekenen dat, is wanneer zij eerst als kind werden getauft in de katholische Kirche, maar dan later als een Erwachsene ook getauft worden. And you had left the Roman Catholics, Die had de katholische gemeente verlaten, or maybe left the Protestants. oder andere groepen wat ook de kindertaufe even deden. But just because you leave something doesn't give you any direction of where you're going to go. Aber wanneer die ook verlaten, dat sage ich nicht, dat die dan auf voetste met een ziel hast, wo die hangehst. And some of these people in different parts of Europe had some really strange practices. Sie hadden verschiedenste, sehr fremde Eivungen wirken. One common problem that many of them had Ein Problem, wat vele hadden, was that they thought if you trusted in Christ for your salvation, now you're free to do whatever you want to. en wat vele dachten, nu, wanneer die hast Jezus aangenomen en vertrouwt aan, dan bist du vrij te doen zoals die het jankert. It doesn't matter what you do because you're now free in Christ. Ze zeiden, du bist nu vrij in Christus, kost doen zoals het jankert. And if anybody tells you there's certain things you can't do, then that's legalism. En wanneer sie die ver zijn, zo'n kost u niet, zo, dat is het gesetzlich. Some claim that you don't really even need the Lord's Supper, practices like the Lord's Supper. Das adelige geloofden ook in de broek niet moeilijk, dus avondmaal is niet een neiging. Some were so happy with their new freedom that they didn't even think they needed to follow Bible teachings. Adelige geloofden niet moeilijk, ze waren vrij in Christus, ze brukten niet meer biblische dingen no-even. Some believed that if you were persecuted, you should take revenge on those who persecuted you. Adelige geloofden dat van einem vervolgd worden, worden ook kunnen jeenstonen. Some believe that when the end time comes, the Anabaptists will take bloody revenge on the authorities. Adelige geloofden ook dat wanneer het
Christus hat eng gekommen, dann wurden diese Gruppen kennen, am blauen Weg, dann schaffen die Angestellte. One group in the town of Munster even set up a little kingdom. Eine Gruppe in Münster, Deutschland, hatte sogar ein Königreich sozusagen abgestellt. And some of them taught that you could have many wives. Ein Adel gelebt und kon mehr als eine Frau haben auf einmal. And that's a sad story. It ended with a big battle and most of them were killed. Und das ist sehr traurig, wie ein großer Krieg und meiste kamen damit an. And so Michael and many other people were concerned of what was going to happen to this movement. Viele Michael und andere waren besorgt, was wird hier worden. Because if people do whatever they want to, there's no stopping, no limit to what they will do. Wenn jeder kann tun, was er will, wo haftet und eng. And so Michael and several other people gathered together a group of people for a conference. Und dann Michael und andere, die deden eine Konferenz anstellen. And so many leaders gathered together at a town called Schleitheim. Und die kamen top in ein Dorf, das nennt sich Schleitheim. And there they spent some time in prayer and Bible study Da deden sie im Gebet und Bibel studieren, to determine what beliefs they all held in common. um seine offene Glaubenssachen können wir uns an vereinigen. What practices will really characterize the true Church of Christ? Offene Dinge wollen das betekenen, dass wir die wahre Gemeinde Christi sind. And so they agreed on producing a document of 7 of these basic beliefs. Und sie haben 7 Grundlehren abschrieben. Now, they believed all of the Bible, Sie glaubten die ganze Schrift, but these are some particular beliefs that they felt that should be focused on. das wären besondere Glaubensdinge, was sie dachten, was da sollen neue Acht werden. Things that set them apart from the from the Protestants or the Roman Catholics. Was anders wären als die anderen Gemeindes, katholische und Protestanten Raum. So they developed this list of 7 basic beliefs. Und hier wären 7 Dinge, was sie glaubten. One of them was that believers should be baptized as adults when they repent and change their lives and live according to Christ's teachings. Ein Ding, wir Gläubige allein sollen getauft werden, wenn sie an Jesus glauben und Buße deuten. Another was that if people fall into sin, they should be admonished according to Matthew 18. Wenn Menschen in Sünden fallen deuten, dann sollen ungerecht und vermont werden, nur Matthäus 18. And then if they don't repent, they need to be banned Wenn sie nicht Buße deuten, dann sollen am Bahn gesagt, in hopes of winning them back to Christ. in der Hoffnung, dass sie wollen trägen auf Christus kommen. They also taught that the Lord's Supper should be shared by all baptized members. Gleichen auch, dass das Abendmahl, das für alle getaufte Seilen. They taught that Christians should be separate from the wicked ways of the world. Christen sollen sich weichholen von den schlechten Dingen von der Welt, And should not become involved in government offices. sollen nicht mit Regierungssachen sich vermischen. They taught that leaders in the church need to be men of good reputation Lehrer in der Gemeinde sollen guten Ruf genommen haben. and also accept discipline if they themselves fall into Und sin. wenn die in Sünden fallen, mussten die auch die Strafe annehmen. And they taught that a Christian should never use the sword or any form of force to defend himself. Christ soll auch nicht Gewalt brauchen, nicht das Schwert. And last of all, that the Christians would not swear by oaths. Und das Letzte, die Christ soll nicht Eid schweren. Soon after this, Michael went back home, Nach dieser Konferenz ging Michael in ein Haus and the authorities arrested him. und die Angestellten die können gerieben. He was, because of his association with this conference and this document, Weil sie so ein Dokument, so ein Papier an sich hat und sie wussten, dass wir mit dieser Konferenz verbunden, he was put on trial, found guilty, and he was martyred. zum Gericht gebracht und dann umgebracht. One of his legacies was this document Er hat
dit Papier, diese 7 Glaubensrichtungen, Glaubensbekenntnis abschreiben. that helped to unify these different groups across Europe. Und die brachten eine Vereinigung auf diese verschiedensten Gruppen. And to this day, many Anabaptists follow the Schleitheim Confession of Und Faith. viele Mennoniten so von der brauchen noch einmal diese Glaubensbekenntnis. Now I'd like to tell you about a number of people who I knew or do know personally. Ich will Ihnen vertellen von Adlige, was ich persönlich gekannt habe oder noch kennen do. There was a man called Moses Roth. Ein wir Mann in Ontario, man noemen Moses Roth. He baptized my wife. Der deed meine Frau als Taufen, dann sie zu der Taufe ging. He started quite a few missions in Ontario. Er hat mehrere Missionen in Ontario angefangen. He was known to go to hospitals and pray for the sick. Hij was bekend als een wat im Hospital fuhr en für Kranke beten deed. Many times the people recovered. Viele die worden dadurch beter. So he gained a reputation as having a gift of healing. Am wordt met anerkannt als een wat die Heilungsgabe had. He also visited people in prison. Hij deed ook viele Gefangenen bezieken. There was a man by the name of Reuben. Er was een man met de naam Ruben. He was dating a young lady. Die spaziert met een jonge vriendin. She wanted to end the relationship. Zij wilde aber nicht mehr mit ihm spazieren. And Reuben, this made him very angry. And on a street in Stratford, close to our house, our home, he shot and killed her. En dat oor is hem Ruben en op een gast in de stad Stratford. Hij woont daar dicht bij de stad. Kort na dem, door deed dus Ruben dem jaar dan met een flint aanbrengen. He was put in prison and sentenced to be hanged to death. Ruben werd hem gevangenis gesteld en de straf weer dat ze worden erhängen. Moses would often visit him. Moses spaziert auf Völkern im Gefängnis mit ihm. Told him about a redeemer. Deed hem vertalen van een erlöser. Came to seek and to save those who were lost. Een erlöser wat hij kwam te zoeken en zedig te maken wat verloren werd. This man Reuben, he believed and repented and was converted. Dus Ruben die bekeert zich. Became a new person in Christ. En wie een nieuwe persoon in Christus. Moses was present at his hanging. Moses wie ook door als dit Ruben dan zijn leven genomen wordt met hem hangen. And in a cemetery in a small village that I passed through each day on my way to school, En iedere dag wanneer ik naar school voer ik dit durch een kleine dorpje durch. on the tombstone is his name, Door in dat Botchaft, door is een grafsteen met dus een date Ruben. of birth and death, Met Ruben zijn namen, wanneer geboren, gestorven is. and one more word, En een ander woord, redeemed. erluist. Now about my brother-in-law, Nu wil ik reden van mijn schwiller. Alex Sunrise, En dat is, die heeft noemen Alex. a native of Canada. Dat is in India van Canada. Indigenous, yeah. And he had a powerful influence on my children. Die heeft een grote invloed gehad op mijn kinderen. He grew up as a Roman Catholic, Hij was op als een katholische. went to a residential school, Hij ging naar zo'n Indian school. soon got involved in alcohol and drugs and robbery. En we ook met alcohol, drugs en ook stelen verbonden. In jail, he got a Bible and he read some of it. In gevangenis kreeg je een Bijbel en las wat ervan. After he was out of prison, he continued with his sinful lifestyle. En als hij in gevangenschap werd, deed hij weer met zijn zindelijk leven. One day he woke up and he couldn't get out of bed. Een dag weer s'morgens op en konden we niet uit een bad. He thought, oh, I know what to do, and he grabbed for a bottle. Dan dacht hij, oh, ik weet wat te doen en nam op een buddel. That was by his bed, but that didn't do the job. En dan proefde dat had niet den erfolg. So he was taken to the hospital with pneumonia. Werd in hospital genomen, hij had longenentzündung. While he was there was another man, a buddy of his, a drinking buddy and a robbery buddy. En daar, wie im hospital, wie ook een van zijn vrienden, die ook zo'n leven had als hij. That was put in the hospital because of mental distress. En die weer daar dem weer dat een kop met eenmaal niet allemaal klaar gebleven. Caused by his wife being in an accident and dying.
das andere Mann seine Früh, die wir gestorben im Eiglek. So Alec thought he should go and visit him and give him some words of comfort. Und dann will Alex dem gehen besuchen und dem trösten. But when he got there, he realized he had nothing to say. Und als Alex da noch dem sein Freund in Bad kam, sagte ich kann nichts zu sagen. No words of hope, no words of comfort. Ich habe ja keine Tröstwert, keine Hoffnungswert. He went back to his room Und ich ging zurück nach seiner Stube, and he prayed, fing an zu beten. God, I want to get to know you bit by bit and step by step. Sagte ich will die kennenlernen, klein beetje, Staub bei Staub. He got out of the hospital, Maar der Zeit für Alex nicht mehr im Hospital. and because he didn't really know anything about the Bible other than a bit that he had read, nobody had witnessed to him. Und weil sie so wenig von der Schrift kannte, wenig Menschen hatten jemals von Schrift angeredet. There was a voice which he thought was the voice of God telling him what to do. Dat sperrt sie so von der Stimme Gottes zu reden, So he was said, soll tun. the voice said, go to a local church there, a Pentecostal church, Dann soll da noch eine Gemeinde gehen, wo dich bei wir. and you will hear someone say the words about getting to know God bit by bit and step by step. Und da wirst du so einem hören, was die Wort sagen, die wird von Gott klein beetje, Staub bei Staub. And at the end of the service, there was a time of testimony, Nur der Andacht, dann geben an das Zeugnis. and a person got up and talked a while, Na, wie einer der Redner stützt, and then the person paused dann wird es am Ende ein bisschen still. and said, we must all get to know God bit by bit and step by step. Und sie das Mensch. Und Wir müssen Gott alle ein bisschen kennenlernen, beetje bei beetje, Staub bei Staub. And Alec cried. Und Alex fing an zu rohren. Well, my sister was working in the area, in the hospital, a mission hospital there. Meine Schwester schafft in einem Hospital da als Missionar in der Umgebung. And Alec met her in some Bible studies and church activities. Alex, der traf da mit Kirche-Sachen traf da. And she knew that there were some openings at Maranatha Bible School. Und sie wusste, da können Jugend noch Maranatha Bibelschule kommen in Minnesota. Although this was a long ways, he's just about at the Arctic Circle where he grew up in Hay River. Dat wir sehr weit hoch Norden, wo Alex war. He decided if that's where they teach the Bible, by Howard Bean and Pete Peters and others, he was ready to go. Und dann dachte sie, wenn dort wo die Bibel wird angereicht, da sich recht im Hang gehen. On the way, he smoked his last cigarette. Am Weg dahin, da schmeckte sie eine letzte Zigarre. He didn't have quite as easy a time with alcohol. Hatte schwierig, aber noch mit Alkohol. Never had a craving for tobacco again. Hat kein Verlangen mehr nach Tabak. But he tells me if he's going down a street and comes to a bar, he'll cross the street and go around it. Aber ich sage, wenn ich von der Tag nach irgendwo in Flenge Goss gehe und ich sehe, da ist ein Trinkhus, ich gehe dann an den anderen Kant Goss. Ich gehe da nicht vorbei. After Bible school, he came to Ontario, to my parents' home. Nach Bibelschule, da kam in Ontario nach seinen Eltern. There I met him for the first time. Da traf diesen Alex zum ersten Mal. He was sitting on the couch reading his Bible. Der saß da auf dem Sofa und las seine Bibel. And I thought, oh, he's trying to make a good impression here. Sagt oh, der will bloß was gut verstehen. But that was Alec. He had a real hunger for the Bible. Aber dort Alex hat einen großen Hunger für die Bibel. His rule for years has been no Bible, no breakfast. Der hat all Jahren ein bisschen eine Regel gehabt. Keine Bibel, kein Frühstück. Well, we had him in instruction class. Wir haben ihn dort in Gemeinde Unterricht. He was baptized, Er wurde getauft, married my sister, befriedet sich mit meiner Schwester. and became a very loyal and active member of our Mennonite church there. Und er ist ein treuer Glied von der Mennonitengemeinde. After a number of years, he felt the call to go back to his people and share the gospel there. Noch ein paar Jahre da in Ontario mag uns, weil er den Raub trägt, noch dem hohen Norden zu gehen, das Evangelium noch seine Menschen zu bringen. So that's where he lives now. Dort, wo er noch wohnt. But a number of my children were influenced to become Christians through his example and his story. Mehrere von meinen Kindern sind beeinflusst worden, sich zu bekehren durch dessen sein Beispiel und dessen sein Leben. And finally, a story of my son-in-law. Nun noch Geschichte von meinem Schwiegersohn, letzte. You may have heard of Stephen Gingrich.
Sie noemen Stephen Gingrich. If you know the book Faithful Families, a devotional book for families that I wrote, and one of the stories are about him. En dat je boek Faithful Families, dat is aan beschreven, dat is mijn schwer zijn. During his time in Guatemala, Ze woonden, wie opgewassen in Guatemala, in the jungles of El Chal, daar bij El Chal. and the story there in Faithful Families has to do with an extortion attempt. En daar beleefden zij dat andere mensen wilden en de Gingrichs en de geld afkomen. And a fire in their schoolyard, Er was een vuur im schoolhof. and how rain came in a dry season. Simply, that doesn't happen. En wo er dan in de regen kwam, während die 3 tijd van het niet regen, But it did an answer to prayer. aber aus een Gebetserhörung kwam dat de regen. So here's another story of an answer to prayer. Hier ist noch eine He got Gebetserhörungsgeschichte. dengue fever. Die kregen eine Krankheit, dat nennt sich Dengue-Krankheit. He would have rather had malaria than dengue, Hij wordt liever een Malaria-Krankheit gehad als both Dengue. mosquito-borne illnesses. Beides von diesen Krankheiten kommen durch eine Meg. Do you know about dengue fever around here? Yeah, okay. Terrible fever. They call it bone-breaking disease because it feels like a truck is driving over you. Dat is een fiberkrankheid wat zeer weit deed. High fevers. Zeer hoog fiber. And this was the 4th time Stephen had dengue. Dit weer het 4e Mal, wat hij dit fiber al gehad had. And they say in Guatemala nobody gets it more than 4 times In Guatemala wat je zei, keiner kriegt dat meer als 4 Mal. because the 4th time is fatal. Het 4e Mal dan is het schädlich. Well, he became ill very quickly. This is about 10 years ago. Hij wordt hastig zeer krank, dat is vielleicht 10 jaar terug. Normally with a regular schedule of Tylenol and lemongrass tea and that sort of thing, fevers are controlled. Manchmal met verschiedenste Tee en Medikamenten gebruiken, dan kunnen ze zijn fiber controleren. Nothing could bring down his fevers. Niets kon op het zijn He was in fiber. so much pain he could hardly think. Die werden zo'n nood, die kon men zich maar denken. But he wanted his brothers and sisters in the church to come and pray for him. Wil gaan de gemeente zal komen van beden. So they rounded up a number of their brothers and sisters, Kwamen meerdere van de gemeentegeschwister toe, came to his house. naar huis. He sat up on the couch when they came. Hij zat zich door op de bank door, wanneer die kwamen. They all filed by and shook his hand as is Guatemalan custom. Ze kwamen alle voorbij, die hem hanteren, zoals het door gewand is. They all commented about how hot his hand was. En zeiden alle, wil zeer heet zijn hand He weer. was sort of burning up in spite of the Tylenol and cool cloth and lemongrass tea. Dat speelt zich dus van hij opbranden deed, innerlijk. Well, he was serving his pastor, and so the group of believers, they hardly knew how to proceed. Hij weer door de prediker, dus het mensen wisten dan nu mensen, hoe zal die met wieder met dit? One of the men who had been a Christian for a long time read some verses from James 5. Een van de mannen wat ontstoot weer een bekeerde weer, die las van Jakobus kapitel 5. So they all sat around in a circle and shared and confessed sins, and then they began to pray for Stephen. En dan deden ze alle zinden bekennen wat er waren en ook Zeugnis en dan zeiden ze hem kransen van om te beden. Everyone prayed specifically that God would take away his fever. Ze deden besonders beten dat God wordt aan den fiber wegnemen. Partway through the prayer, his wife, my daughter Brenda, reached over to hold his hand. Als het während dat gebed met eenmaal dan deed zijn dochter Brenda wat vroeger to Stephen deed hand op Stephen zijn hand. Brenda's eyes flew open in surprise. Ogen die dachten bes op. His hand was normal to the touch. Die hand die weer nu normaal, die weer niet zo heet. She met Stephen's eyes and mouth. Your fever is gone. Kijkt hem aan en vurschte aan, die fiber is weg. He said, I know. Zegt I just felt it leave. Zegt ik weet dat, ik voel dat groets verloren. Not quite sure how the service ended, except there was a time of great rejoicing. Wordt het dan alle zum Einkommen haben nicht behouden, aber wir grote Freiheit. His fever did not return. Fiber kam nicht He terug, still had weakness, wir waren hammer schwach, and he's never had dengue fever since. heeft nooit nog niemand meer gehad. Stephen continues to have influence. He
developed a school in Guatemala of about 250 students. Stephen heeft een grote invloed. Die een school aanleiden van zo'n 250 kinderen door in Guatemala. Now he and his wife and family have returned to Ontario. Hij en zijn vrouw en kinderen zijn nu in Ontario. And he is continuing to influence people there as he teaches school. Hij deed daar nu ook school houden en heeft ook invloed op mensen door van daar. God bless you, and may you be encouraged in your life of faith, receiving God's grace. Maar God je zegenen en dat jeder einer van jullie ook God zijn genood kan ervaren en door mij wiederkomen. Just on a personal note, which may be of interest to you, Persoonlijk nog, wel een beetje wat zijn. I went down the hallway here and checked some Sunday school rooms, Ik ging hier flink im gang en alte zenderschoolstoven. and I noticed the Sunday school books with my name in them. Er weer een alte zenderschoolbeekje waar ze noemen bijlaat. I was responsible for the writing of about 50% of those preschool, primary, junior, intermediate. Hij heeft zo vielleicht de helft van die heeft de helft met schrijven. So if you don't like those things, you know who to blame now. En dan, wanneer je die beekje niet gleichen, dan weet je wem je kan beschuldigen. Goed, dat wordt den Abend dann nu zum Schluss bringen, von unserer Seite. Ich hoffe, mit diesen Geschichten, nicht, dass wir bloß jemand haben, was Zeit genommen, aber dass jemand auch Mut gegeben hat. Das Bruder Fernando ist schon sein, dass in jeder von einer von uns, als auf einen Weg einen Einfluss. Der wird vielleicht nicht groß und besonders was sein, aber wir merken einen Eindruck auf andere. Entweder gut oder nicht so gut. Und wir weten niemals, wo weit dat Eindruck, den Einfluss geht. Und wem das wird anscheren, weil wir treu sein, zodat Gott kann verherrlicht werden und sein Reich kann wiederhergestellt werden. Vielen Dank für die Aufnahme hier von dir, besonders hier als lokale Gemeinde hier. Vielen Dank für Ihre Anstrengung und wünschen Ihnen mit Ihrer Schule hier, auch die anderen Schulen, die hier vielleicht die Jähen sind, Gottes Segen. Dankeschön. Dat is ding nummer 300. Gleich wie die schimmernde Sterne erblasen, strahlet der leuchtende Morgen sie an. Wirst du die Welt und ihr Tagwerk verlassen, eines besteht, was du liebend getan. Eines besteht, nimmer vergehen, nimmer vergehen, was du liebend getan. Wirst du die Welt und ihr Tagwerk verlassen, nimmer vergehen, was du liebend getan. Wo du im Netze gepflanzt und gesehen, wird nur mein Wandel die Erde empfangen. Schnell sind des Seemannes Spuren verwehrt. Eines besteht, was du liebend getan. Eines besteht, nimmer vergehen, nimmer vergehen, was du liebend getan. Wirst du die Welt und ihr Tagwerk verlassen, nimmer vergehen, was du liebend getan. Hast du für Gott und die Wahrheit gestrebt,
du die Welt und ihr Tagwerk verlassen, nimmer vergeht, was du liebend getan. Himmlische Gaben vermag sie ermessen, werden die Knechte von König empfangen. Keinen Getreuen betrogen vergessen, was er für Jesum auf Erden getan. Eines besteht, nimmer vergehen, was du liebend getan. Wirst du die Welt und ihr Tagwerk verlassen, nimmer vergeht, was du liebend getan. Ganz interessant, nicht? Sie hatten ein Tagherrchen, wo ein Mensch einen Einfluss hinterlässt, eine Spur hinterlässt, was wir auch alle tun, und jeder einer von uns. Wenn einer dort ein Tagherrchen hat, wo man eine Simon hat, wo Gott geführt hat, nicht? Wo er von der und nach hat, wo er Arm dann geführt hat, und das Wort Gottes wird wiedergebracht worden, dort er du kannst weich wird, so, oder dann, ja, haben nicht vorzunehmen. Gott will noch viel der Jahren beschenken. Er will das Evangelium wiederbringen. Und ich denke, das kann dasselbe, ich dachte, im Tagherrchen der Vers, was wir in Johannes 3, Vers 10 fingen, wo das sagt, also hat Gott die Welt geläuft. Dann hat die Welt läuft, und heute haben Menschen, die brücken können, und heute wir Menschen, die das nicht wollen haben, die wollen das anbringen, aber heute Leute nicht anbringen, das Evangelium wird wiederbringen. Dass wir uns an die Leute auch sehen, der läuft. Alles, was wir läuft, das wird bleiben. Und wenn sehen wir das auch, es läuft, und Gott schickt sein Sehen, es läuft, und das wird immer bleiben. Und das bleibt. Gott seine läuft, bleibt durch. Nicht bloß von dir, so wird auch dort bei ihm in alle Ewigkeit sein. Du wird der Läuft sein, und dass Gott sagt, er hat sein Einzige sehen für diese Welt, für die Menschen, dass all die, die am Glauben nicht werden verloren gehen, sondern dass wir Leben können haben. So wir sehen das hat immer wahre Lebens gekostet, Menschen gekostet, Gott hat über Menschen gerat, das ist nicht, man sieht so viele Jahre drei, was die Geschichte nu, was sie schwer sehen, wo Gott am durchheulen wird, wo das für Menschen normal gesagt wird, und heute will den aber auch nicht, weil da würde noch mehr das Evangelium wiederbringen. So, that's ganz interessant. Vielen Dank. Thank you very much for your stories, and God bless you for it. So, Dankeschön, Peter, für hier mit uns sein. Das Lehrer sind, sie haben noch eine gute Zeit gehabt, so haben wir nicht gesehen, die Abend gehabt, das ist stimmt, es ist gar lang gewesen, es ist kalt gewesen. Für schön gewohnt, Story ist hier und wo Gott dort wohl wiederführt. Und er will mich und die Brücken von der Ort noch, was in der Lot wie, und so wie reut zu gehen, für ihn zu schaffen. Wir haben noch Stunden zum Beten. Und so in der gerechte Vater im Himmel, die was alles gemerkt hast, die alles in ihrer Kontrolle hast, und alles, die jetzt leben, in dem Leben, Herr, du bist immer durch. Du hast uns in jedem einen gemerkt, die weiß, was uns das geht. Wir sehen dort durch diese Historie, was wir derben, das Evangelium haben, wo Menschen sich bemächt haben, wo sie die Leute gefällt haben, in die hier gegeben haben, gehorcht haben, dass du entgeraubt hast, rückgeraubt hast, die katholische Sache. Hier in das, man bekommt mehr immer das Evangelium, und der doch klar wird, und sei dort wiederbrochen. Du darfst da wieder von dir klar haben, Herr, wir danken dir, dass du bist gekommen. Du hast den einzigen Sehen geschickt auf diese Welt, den Rettungsplan, der ist vollbracht, dort im Kreuz auf Golgatha, wir danken dir dafür. Herr, wir danken dir auch, dass du bist im Himmel gefahren,
En dat we daarom van jou dienen Arbeiter zijn hier. En die helpt ons, dus we hier daar veel Geschichten, wo die Menschen halten das, helpt die von der Menschen durch, um das die Evangelium wird wiedergebracht worden. Allein wenn wir uns angeben und wir bereit sind zu gehen, dann wird die an den Part wird es nicht fehlen. Mocht das an uns Part nicht fehlen. Besonders auch wenn ihr denkt, wenn die Lehrer, wenn die Kinder in ihr Rechen tun, dass können die Part durchreden, dass die Kinder können beeinflusst werden. Sie wollen, wenn sie groß werden, auch Lehrer sein, dass sie wollen eins für die schaffen. Sie wollen die Kinder sein und so, dass die Lehrer schmucken Mut haben, wieder zu bringen, und dass sie dann auch noch Mut haben, ein Unrecht haben, dass das kriegen, dass Herr musst du dort sehen. Wir freuen uns, dass Männer wirst sehen, ungefähr, Schulkamp, Lehrer und die Kinder in die ganze Gemeinde, Herr. In die Namen beten wir. Amen. So, wir sind entlassen. Dankeschön für kommen. Sei uns tut.